Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute werden wir aufgrund des aktuellen Events mal ein bisschen blättern. Ja, wir haben ja hier Epic Kaufrausch Extravaganza, 5-fache Chance auf epische Gegenstände im Zauberladen. Und dann haben wir einmal Epic Abenteuer Extravaganza, also nach 100 Alu werden wir ein garantiertes Epic finden. Ja, was aber interessanter ist, ist halt das normale Epic-Event, was uns hier ja bevorsteht. Und ich hatte mir ein Limit gesetzt, und zwar wollte ich halt nach Waffen blättern für ein paar Ressourcen. Ne? Ich weiß natürlich, dass das Ganze nicht mehr so worth ist für die Pilze und mir ist es aber trotzdem die Kristalle wert, weil ich halt auf meinem Server ein bisschen oder auf meinen Main-Server ein bisschen mehr investieren möchte. Außerdem wird ja zu einem kleinen Teil das Ganze, was ich hier an Pilze ausgebe, durch das Video natürlich auch zum Teil wieder reingeholt, hoffe ich zumindest mal. Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für euren Support da. Ne? Und deswegen werde ich das Ganze machen. Ansonsten für mich privat weiß ich nicht, ob ich das auch so gemacht hätte, aber dadurch entsteht halt wieder mal ein relativ interessantes YouTube-Video für euch, würde ich mal sagen, weil ich glaube, dass viele das ganz gerne mal sehen, wie ich so ein paar Pilze mehr oder weniger raushaue. Und deswegen ist das eine Win-Win-Situation. Besser gesagt eine Win-Win-Win-Situation. Also es ist halt eine Win-Situation für euch, ihr habt ein cooles Video. Eine Win-Situation für mich, weil ich kriege halt einen gewissen Anteil halt durch die Videoeinnahmen halt wieder, ne? Und halt eine Win-Situation für meinen Char. So, ich habe mir vorgenommen, auf 6000 Pilze runterzublättern. Und, oh, nice, Alter. Da finden wir tatsächlich die allererste Epic-Waffe, direkt gleich zum Anfang. Ja, das Ganze werde ich natürlich auch wieder umwandeln, ne, damit ich noch mehr Kristalle rauskriege. Also aus der Waffe kriegt man easy noch, sag ich mal, 3000 Kristalle bestimmt mehr raus, wenn man 10 Pilze investiert, um das Aussehen zu ändern. Ne, dadurch gibt es ja automatisch mehr Kristalle. Das hatte ich ja beim letzten Mal euch gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und das ist natürlich sehr nice. Handschuhe nehme ich nicht mit. Das lohnt sich nicht von den Kristallen her. Die bringen jetzt nicht so viele Kristalle. Also ich nehme wirklich nur die Waffen mit. Ne? Und auch die Runen brauche ich jetzt nicht weiter zwingend, weil ich soweit Max-Runen habe. Da brauche ich also auch nicht mehr drauf achten. Ne? Und ich bin gespannt, was wir hier für, ich sag mal so ein bisschen über 200 Pilze so finden werden. Es wird nicht viel sein. Ich hoffe mal so 2 bis maximal 3 Waffen. Das ist, denke ich mal, das ist realistisch. Ne? Jetzt haben wir schon direkt die zweite Waffe. Das ist natürlich schon sehr nice. Also wenn ich 3 Waffen habe, dann ist das schon, dann hat sich das Ganze schon gelohnt auf jeden Fall. Ne? Wenn man da dann mal die Kristalle in Rechnung stellt, sagen wir mal, wir kriegen 3 Waffen und können die alle 3, bei allen 3 das Aussehen ändern. Bei mir ist so das Maximale zwischen 7.000 und 8.000 Kristalle pro Waffe für den maximalen, für das maximale Aussehen, sage ich mal, um die zu verwandeln. Ne? Und dann haben wir zwischen 21 und 24.000, 25.000 Kristalle für 200 Pilze etwa eingetauscht. So, ne? Muss halt jeder selbst sehen, ob das worth ist oder nicht. Ne? Das, überlasse ich euch natürlich das Ganze. Aber ja, gut. Das ist jetzt zum Beispiel ein Gegenstand, den könnte ich in eine Toilette schmeißen, weil der bringt kaum Gold. Aber wir schauen mal, was wir noch so bekommen. Handschuhe noch ganz kurz hier weggeschmissen und mal schauen. Vielleicht haben wir... Oh, Digga! Was ist das denn? Alter, werde ich heute zugeschissen mit Waffen? Das ist jetzt schon wieder sehr worth, muss ich sagen. Jetzt schon die 3. Waffe und wir haben noch nicht sehr viele Pilze hier rausgehauen. Zack, da haben wir schon die 3. Waffe. Und das sind jetzt safe schon 21.000 Kristalle, wenn ich jede Waffe halt zu ihrem maximalen Aussehen verändere, sag ich mal. Ne? Nice, Alter. Das ist sehr, sehr strong. Ja, das gefällt mir sehr gut, dass wir hier
momentan gerade so ein Glück haben. Jetzt bin ich gespannt, ob wir wenn wir bis auf 6000 runtergehen, ob ich jetzt gar keine Waffe mehr bekomme. Oh, Digga, was ist denn los? Okay, jetzt hat sich das schon komplett rentiert für mich. Also das ist nicht, also damit habe ich nicht gerechnet. Jetzt noch eine 4. Waffe zu finden für so wenig Pilze, sag ich mal in Anführungszeichen. Das ist natürlich nice, ne? Das ist natürlich sehr, sehr heftig. Zack, 4. Waffe. Die gibt schon 5200, kann man aber auch noch mehr rausholen. Ja, und vor allen Dingen, wir haben nicht mal viel geblättert. Jede Waffe hat halt auch noch immer 15 Pilze gekostet. Das heißt, wir haben 60 Pilze alleine für die Waffen ausgegeben, um die zu kaufen. Wir haben noch nicht viel geblättert an sich, sondern mehr, ja, ich würde fast sagen, mehr Pilze in Waffenkauf investiert, als überhaupt zu blättern. Und das ist natürlich sehr heftig, ne? Krass. Sehr heftiges Glück gerade. Aber ich finde es auch mal nice, dass ich auch mal ein bisschen Glück abbekomme, ne? Sonst ist es immer... Ja, sonst ist es natürlich immer relativ schwierig bei mir und meinem Glück, aber schön, dass ich jetzt gerade das Video mache und das hier live festgehalten wird, weil sonst sieht es nämlich wirklich sehr rar wie Dateiarchive aus. Das Ganze mit meinem Glück, das ist immer so eine Sache, ne? Und deswegen, ja, das ist natürlich übel, übel nice. Mal gucken, ob wir noch eine 5. vielleicht bekommen. Ne, ich würde mal sagen, das ist schon... Alter, WTF, Junge. Digga, noch eine Waffe. 5 Waffen schon. Gut, also da bin ich komplett raus. Gut, also für die Anzahl an Pilze kann ich jetzt mich wirklich nicht beschweren. Das ist sehr worth, ja. Also sehr, sehr nice. Heftig, hätte ich nicht gedacht. Gut, ich brauche nochmal 50 Pilze, um die alle zu verwandeln, vom Aussehen her so, ne? Und, ja, danach ja, rentiert sich das natürlich dann schon. Also wirklich für die Anzahl an Pilze ist das wirklich schon sehr nice. So, ich würde mal sagen, wir machen mal kurz den Schmiedesimulator auf hier. Zack. Und gucken mal, wie das Ganze hier aussieht. So, dann machen wir es auch nochmal kurz live im Video. Wir machen jetzt, glaube ich, nicht alle Waffen. Ich weiß nicht, ob das nachher zu lang wird hier. Ne? Wir fangen mal an mit, nehmen wir mal hier die 3er-Attributswaffe, muss man nicht so viel eingeben. So, wir haben hier den Flasher mit 1874. So, 3er-Attribut, dann haben wir, zack, Flasher. Wo ist der Flasher? Da unten. Und höchster Attribut 1874, ne? Okay. Dann haben wir 3352. Okay, 3352. 3352 bis 3686. Maximal 3686. So, jetzt gucken wir mal. Nochmal die Frage, warum ich nur nach Waffen blättere, weil die halt am meisten Kristalle geben für das Item halt und ja, Handschuhe und alle anderen Ausrüstungsgegenstände bringen bei weitem nicht so viele Kristalle wie halt eben die Waffen. So, hier bekommen wir, wenn wir den zum Wischmob umwandeln, nochmal 2700 Kristalle mehr. Das ist natürlich sehr strong und dann machen wir das Ganze nochmal. Also wechseln wir das Ganze hier mal. Zack, Aussehen ändern und ab zum Wischmob. Bam. Also das Feature ist wirklich nice. Warte mal, von 4600 auf Wischmob, zack, boom, auf 7300. Das ist natürlich schon sehr nice, ne? So, machen wir die nächste Waffe hier. 1560, das ist hier diese, da habe ich den Namen vergessen. Waffe. Da, Stichfirma. 1560. So, und 2741. So, minimaler Schaden 2741. Mal gucken, bin gespannt, wie viel das bringt. 4297. So, hier nochmal. Maximale 4297.
7. Boom. Alter, bring nochmal 2600. Das ist auch das beste Item, wenn wir das zum Dreizack umwandeln. Jetzt ist allerdings, haben wir hier eine prekäre Situation hier am Start. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, weil ich den Dreizack nämlich gar nicht habe. Ich habe den Dreizack nicht. Aussehen ändern. Ich habe leider dieses Item nicht. Ist natürlich, ja, und was anderes. Eine andere Waffe zeigt er mir jetzt tatsächlich gar nicht an. Ich könnte sie in die Toilette schmeißen, dann kriege ich safe mehr Kristalle auf jeden Fall. Aber halt eben keine 2600. Und er zeigt mir leider auch keine Ersatzwaffe an. Warte mal. War das... Alle Attribute haben wir noch vergessen. Vielleicht sieht das jetzt noch anders aus. Boom. Ne, sieht nicht anders aus. Schade. Okay, gut. Oh, das hätte sogar noch mehr gebracht, Alter. Das hätte 3200 sogar gebracht. Ach Mensch, Alter. Warum habe ich denn keinen scheiß Dreizack, ey? Das ist natürlich bitter, ne? Ich muss mal gucken. Vielleicht bringt eine andere... Schade, dass man das nicht nachgucken kann. Vielleicht bringt die andere legendäre Waffe auch noch mehr. 4100. Aussehen ändern. Ich weiß jetzt nicht, wonach das halt berechnet wird. 4100. Vielleicht bringt auch die goldene Krücke. Die bringt meistens auch sehr viel. Ja, ich weiß es nicht, ob das jetzt 4100... Das ist jetzt Poker, ne? Jetzt gambeln wir halt, ob das halt jetzt worth ist oder nicht. Ich weiß nicht, welche die beste Waffe ist. Wir gehen jetzt mit 10 Pilzen von 4100. Ja, welche nehmen wir? Komm, wir nehmen mal einfach die hier, oder? Ich weiß nicht. Einfach mal probieren. 4100 ist jetzt riskant, aber mal gucken. Auf 4500, das ist nicht sonderlich mehr. Es geht bis zu, ja, ihr habt es gesehen. Also, ja, 7500 ist damit safe auch nochmal drin. Aber leider habe ich halt nicht rausfinden können, weil er halt nur die eine Waffe irgendwie komischerweise angezeigt hat, aber ist egal. Die zerlege ich jetzt so. So, wir machen jetzt die nächste Waffe hier. Das ist jetzt der Schrumpfkopf. So, 1.872 haben wir hier. Erstmal das Ding. Waffe. Wo ist der Schrumpfkopf? Da. 1.872. Ne, war falsch. Muss ich hier unten eingeben. 1.872. So. Dann 3478. 3478. Und 3560. 3560. Und das für alle Attribute? Ne, Dreier. Dreier Attributs. Boom. So, was haben wir hier? Das bringt nicht viel. 2900 nochmal. Okay. Also ab zu dem Bezweifler, Bezauberer. Ja, das ist nochmal nice. So. Wir gehen von 4400. 4400 gehen wir hier auf 7300. Das ist natürlich wieder sehr cool. Ich ärgere mich sehr, dass es mit der Waffe nicht geklappt hat, ja. Das ist sehr schade. So, der Flasher ist an sich eine Waffe, die schon sehr viel bringt. Trotzdem werden wir mal gucken, ob wir noch mehr bekommen. Also bis zu 7300 geht es anscheinend ganz gut. 1556 haben wir hier. Warte. Zack, zack. 1556. So, und dann haben wir 2888. Zack, zack. 2888. Und 4150. So, 4150. Wenn man das eine Zeit lang gemacht hat, glaube ich, kommt man dann nachher automatisch rein und weiß, welche Waffe irgendwie am meisten bringt vom Aussehen her. 1900. 3300 bringt es nochmal. 3200 bringt das hier. Pinsel, Alter, der gute Pinsel, Junge. Alter, scheiße, bringt der viel. Okay, wir gehen von 5200 Aussehen ändern. Alter, der Pinsel ist strong. Zack, boom. 7100? Hatte das... Achso, okay. Ja, da habe ich mich verguckt. Ist das plus 3300? Okay. Ja, okay, gut. Alles klar. Habe ich jetzt ein bisschen mehr erwartet, aber okay. Gut, letztes Item und dann war es das erstmal für heute. So, 1872 haben wir hier mit... Warte, der Waffe hier. Vielleicht habe ich die Waffe nicht... Doch, ich glaube, ich habe die Waffe richtig eingegeben gehabt. Was war es jetzt? 1872.
So, 1, 8, 7, 2 und 3, 3, 3, 5 haben wir hier. 3, 3, 3, 5 und 3, 7, 0, 3, 3, 7, 0, 3. Okay, und 3 Attribut ist das. Zack. So, was ist hier das Beste? 2, 7, 3, 3. Okay, also der Wischmob hier auch wieder das beste Item. Aussehen ändern und ab zum Wischmob. Boom. So, und jetzt haben wir relativ viele Kristalle dadurch bekommen. Das ist schade hier, das ärgert mich sehr, aber ansonsten, ja. Und dadurch, dass wir jetzt auch den Tag des heißen Eisens haben, können wir jetzt auch ein bisschen zerlegen. So, let's go. Wir gucken uns die Kristalle an. Wir haben jetzt 25.157 und zerlegen jetzt hier. Gegenstand zerlegen. Boom. So, dadurch, dass die Waffen halt auch 2 Slots kosten, ne, ist das Event natürlich umso besser hier. So, und zerlegen das alles. Gegenstand zerlegen. Zack. Zack. Gegenstand zerlegen. Boom. Ja, gut. Wir haben jetzt ja, noch 5.950 Pilze. Das heißt, wir haben so um die 300 Pilze, würde ich mal so schätzen, jetzt ausgegeben. Ne? Und ja, haben dafür jetzt ein paar Kristalle bekommen. Wie gesagt, ob das Ganze in Relation steht oder ob es halt worth ist, das muss jeder für sich selbst wissen. Ich würde es nicht immer machen. Ich würde es nicht jedes Mal so machen, wenn so ein Event ist. Ja, weiß ich nicht, weil es sich irgendwann nachher auch nicht mehr ausgeht vom Verhältnis her, dann bringen die Items oder ich sag mal die Attribute hier auf den Waffen, die werden einfach viel zu teuer und ja, ich weiß nicht, ob das nachher noch im Verhältnis steht. Außerdem muss man die ganzen Epic-Waffen ja auch immer noch kaufen und die kosten ja meistens immer 10 Millionen, das ist nochmal ein Skillpunkt. Ne? Und dadurch haben wir halt jetzt durch den Waffenkauf, haben wir jetzt quasi 5 Skillpunkte verschwendet, also 50 Millionen Gold, ne? Die wir hätten gleich investieren können. Und haben jetzt dafür aber halt Kristalle bekommen, die nochmal ein bisschen mehr Attribute auf die Ausrüstungsgegenstände bringen. So, und da muss man nachher gucken, was bringt mehr. Ne? Bringen die Skillpunkte nachher mehr oder bringen halt die arkanen Splitter für die Verbesserung mehr. Ne? Gut, das soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.